So, das hört sich doch schon mal ganz gut an. Ich werde jetzt, schon mal das Spiel starten, denke ich. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. So, ich werde mir aber eben mal was zu trinken holen. I trust this will suffice. God smiles upon the generous. Oh, away with you! Back to your cesspit, beggar! A land grotesque as its people. You dreamt of utopia. You saw the tribes united as one. Oh. That dream died long ago. You should have done the same. Your kingdom will perish alongside you. By my hand. I cannot fathom it. His Majesty killed in his own bed. The blooms upon the prince's grave had yet to wilt. Without an heir to wear the crown, what will become of the royal magic? Thus vulnerable, an invasion might undo us. From within or without, the state hangs on a precipice. It may even come to civil war. In dark times, we must stand together. Your Eminence! Who could do this? Few could even enter the king's chambers, let alone draw close. And yet His Majesty's arcane power could deflect near any blade. With all the royal bloodline's magic, who could harm him at all? shadows stir in the castle just as they did with the prince. What hellbound soul could end a royal life? Who would dare such atrocity? Huh? Luis. A shame to die with no heirs. The prince was taken too soon. And only a king may wield the royal scepter, the very crux of his vaunted bloodline's magic, which made such a fine deterrent to war. One has to ask, them dead, who shall take the throne?
So. Gleich geht's weiter. Oder gleich geht's los, sagen wir mal so. Jetzt hier noch ein paar Sachen einmal wegräumen. Mach mal hier Fenster zu. So, eben das Fenster zugemacht. Bis jetzt scheint hier alles zu klappen eigentlich. So, ich muss mal gucken, ob das mit der Lautstärke... Wie klingt das jetzt? Ich lasse das einfach erstmal so. Ich denke, das hört sich ganz okay an. Ja. Warte, ich muss mal kurz noch mal in der Küche was wegschmeißen. Das kommt hier rein. Ja. Ich bin sofort wieder da. Hier kann ich auch erstmal Plätze machen. So. Und dann hole ich mir jetzt noch hier meine Decke, weil es ist ein bisschen frischer geworden bei mir. Und dann können wir auch gleich endlich loslegen. So. So sollte das ja eigentlich ganz in Ordnung klingen, denke ich mal. So. Erstmal aufs Spiel gewechselt. Und dann streame ich jetzt noch ein paar Stunden. Ich mache mal eben einmal nur kurze Testaufnahmen, um zu gucken, wie das klingt. So, Test, bla 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 bla, bla blub. Hahaha, ja, lach du mal. So, wenn ich ganz normal sitze. So, das reicht. Wechseln wir mal kurz aus Spiel raus. Und dann höre ich mir mal eben einmal meine Testaufnahme an. So, das müsste ja die hier sein. So, Test, bla 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 bla, bla blub. Hahaha, ja, lach du mal. So, wenn ich ganz normal sitze. So, das reicht. Okay, das hört sich eigentlich ganz okay an. Finde ich. Dann, werde ich jetzt schon mal eine Aufnahme starten. Dann können wir mal gucken, was wir als nächstes machen. So, dann fangen wir doch mal an, beziehungsweise machen weiter. Fragen wir beim Rekrutierer nach. Ja, eigentlich wollten wir das ja noch annehmen. Was ist mit dir? Die denken alle, sie könnten König werden. Was für Witzbolde. Was ist mit dir? True. Wenn der Primus der Wache mit diesem Kopfgeld Probleme hat, ist das doch das perfekte Ziel für uns. Denke nicht, dass uns jemand den Auftrag wegschnappen wird. Aber du solltest ihn dennoch annehmen, damit es offiziell ist. Ja, möchte ich ja gerne. Look at that. Mache ich das bei denen? Hello there. Es gibt nur eine Voraussetzung. Wenn man sich beim Rekrutierungszentrum anmelden will, man muss aus Grand Thread sein. Man muss ein Einwohner sein, um an der Eröffnungsfeier teilzunehmen. Oceana und Montario haben ihre eigenen Register. So bleibt die Sache wohl fair und hey, kümmere dich um deinen eigenen Kram, Elder. Ja gut, aber zu wem muss ich denn jetzt? Fragen wir beim Rekrutierer nach. Ah, hier wollte ich nicht drücken. Alright then. Müsste doch hier sein. Ich kann jetzt auch nirgendwo anders hinreisen. Ja, okay. Hey, wäre es in Ordnung, den Kopfgeldvertrag für Hazemay anzunehmen? Hazemay? Sind sie dafür wirklich gut genug? Ich kann keine Verantwortung übernehmen, falls sie da draußen getötet werden. Natürlich kann ich das. Sie sind schon ein seltsamer Vogel oder vielleicht auch nur unerfahren. Machen Sie sich auf nach Matera. Wahrscheinlich bekommen Sie dort mehr Informationen. Keine Frist, das ist schon mal gut. Aber die wollte ich jetzt nicht sofort machen.
Oh, 100.000 Rief. Let's call it. Gut, wir haben einen Vertrag. Gehen wir fürs Erste zurück zum Gasthaus. Und danach möchte ich bitte mal die Nebenmission machen. No registration issues, I trust? No, indeed. And we found ourselves a perfect target. Fine work. Stroll. Vergisst du etwas nicht? See? She's convinced. Nothing to worry about. Ja, genau. So geht's auch. Don't worry about it. I'll prepare a map of the surrounding areas as well. But never mind that. Have you found us a kingly carriage? Well, I have made some arrangements. Ah. How best to put it? The vessel itself is without peer. Supposedly, it will come to us on the day of the opening ceremony. You don't sound too sure about that. Ah, die hat uns auch was zu verheimlichen. No, I'm certain. All I mean to say is, well, you shall soon see for yourself. Well, under the circumstances, I'll take what we can get. And setting that up in a day. Not so bad having a knight on our side. You needn't speak so. In truth, I've just resigned from the knight's order. Though 'tis only my bond of service I relinquish, not my title. Ha, okay. We will shortly be seeking Luis's esteem. Should it come to light that I am a knight in active service, it may jeopardize our efforts. Still, you didn't hesitate to leave. I can tell you're serious about this. 'Twas not an abrupt parting. I've come to doubt the order since returning to find them serving the Santifex and not the royals. Those who refused the church's rule were cast out for their defiance. I only hope those fallen knights found useful employ elsewhere. Sounds like you've been through a lot too. Well, in any case, we can focus on our bounty contract now. Let's make sure we get some proper rest tonight. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich noch die Mission machen kann. Aber müsste ich ja eigentlich. Let's rest. Also können wir echt nicht wandern? Aber vielleicht hat er was. Ne. Now then. Unsere Vorbereitungen verlaufen offenbar problemlos. Nun, abgesehen von einer gewaltigen Unsicherheit. Ach, egal. Hör nicht auf mich. Aber bitte sei nicht überrascht, was immer auch geschehen mag. Morgen reist sie ab. Maria wird euch bestimmt vermissen. Also schaut so oft es geht vorbei, auch wenn es nicht so häufig sein wird. Okay. Hey. Ich habe Fabienne meine Karte vom Matira gebeten. Sie hat mir die aus Greos persönlichen Sachen gegeben. Darauf sind alle Hauptstraßen eingezeichnet. Wir hätten wohl auch in der Stadt eine gefunden, aber Militärkarten sind immer präziser. Ja. Fabienne ist weiter unser Anker. Wir sollten als Dank dafür unsere Ziele erreichen. Gut, also wir können wirklich wahrscheinlich nur pennen gehen. Können wir hier noch rein, zu Maria? Okay, lässt uns nicht rein. What? Okay, hier dürfen wir auch nicht rein, in Hulkenbergs Zimmer. Dann können wir nur pennen. Good night. Can I come in? Jetzt werden wir wohl mit ihr nochmal das Buch lesen. Magst du noch etwas lesen? To read some more? Not today. Oh, okay. You're all leaving tomorrow, right? I'll be cheering for you. I just... Oh no. I promised Miss Fabienne I wouldn't cry. Oh. Ich verpetz dich schon nicht. It's alright. I won't tell her. Papa was trying to stop a bad man, you said. And that's what you're all doing too, isn't it? Please come back home safe. I'll be waiting here as long as it takes. Warte auf mich. Wait for me. Yep, I'll be waiting. The next time I see you again, can you tell me more about the outside world? This one's important.
Ich muss eine Geschichte von meinen Reisen finden und Maria erzählen, die auf meine Rückkehr wartet. Ein antitoxischer Hasenbraten als Belohnung, sehr gut. I never got a chance to say this to Papa. So, thank you. I'll go to bed now. Captain, may I have a moment? Good night. I was hoping for a chance to speak before we set out. Since our meeting, I've done nothing but impose on you. Also will ich das jetzt nicht sehen. Now you risk your very life for this cause. 'Tis no easy burden. It pains me to see. When I think of how this may yet save His Highness, I lose sight of all else. Such disregard ill becomes me. Du bist ihm wirklich treu. You truly are devoted to him, aren't you? I suppose I am at that. A guiding oath of 12 years is not easily cast aside. But that book... We met once before, on a carriage bound for the capital. Do you recall? Haben wir? Also, als du mich rausgeschmissen hast? I remember your stunt getting me flung in the wastes. My apologies. I thought only to minimize casualties, one way or another. So, 'tis a novel envisioning an ideal world. Curious to see a utopian novel these days. I'd thought them long since banned. Echt? Utopische Bücher sind verboten? Krass. You needn't worry. I have no intention of taking it from you. Ich frage mich wohl, warum das so ist. I've sometimes wondered why such books were forbidden. Ja. Rumors say the Sanctists objected to their contents. Yet I wonder, how could a simple book have possibly stung them so? Do you mind if I read a passage or... So, it is a fiction written as if a personal account. This chapter seems to concern the system by which the nation's leader is decided. In this country, one cannot become even a statesman, much less sovereign, without the consent of the people. Those who aspire to statecraft must first solemnly swear before the people what they will do in service of their country. Should they earn title but break their word, they are denounced and stripped of power. Such is the authority of the people. Also bräuchte man hier auch. In this way, it is the people who are the land's true king. Quite the opposite of our own country. Now I see why our upper echelons would abolish such texts. Had our lands embraced such accountability, perhaps His Royal Highness would not have suffered such a fate. No. As a knight, 'tis not my place to say. I must clear my head of these fantasies. In the end, clinging to a dream will do me no good. Oh, I suppose 'tis not so bad to dream now and then. It takes power to walk the path of our dearest hopes. Perhaps that is the purpose of this newfound strength. My dearest dream, 'tis to save His Highness, even at the cost of my life. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Judah! Lady Judah! Ich mache nur mal ein paar Thumbnails, Screenshots fürs Thumbnail. Sky.
Hm. Even I'm feeling the heat. Well, I suppose it's time to fan the flames. Ladies and gentlemen, welcome one and all to the inauguration of the Tournament for the Throne! For the first time, the crown is anyone's to claim, as long as the aspirants can complete 3 grueling challenges. Wow, a Sanctus Crier! He's perfect for this! Let's discuss the venues. We kick off in the west, in the Pearl of the Coast, the Principality of Oceania's harbour city capital, Port Brilehaven. There, they face their first challenge, the Exhibition of the Brave. Each contender must bring back the head of a monster, a mark of their prowess and courage. Next, our would-be monarchs head east. Upon the misty peaks, we arrive in the Principality of Montario's beautiful city of faith, Alterbury Heights. And finally, our heroes make their well-deserved return home to Grand Trad. But first, let's do introductions. It's time to meet those risking their lives for the crown. Closest to the throne, I know him, you know him. It's Sanctism's one and only 78th Sanctifex, His Eminence, Forden! Victory to Sanctifex Forden! I claim no great ambition, nor any heated calls to action. All I wish is to restore order for our people and to safeguard our land from the threats beyond. This chaos we face is but one of God's many trials. Let us restore our kingdom's glory together! Moving right along, we come next to His Eminence's champion, the very spear in his hand, the warrior monk captain of the Crown Theocracy, Master Giddo! I come before you only in loyal service of His Eminence. I relinquish the throne to him gladly. But those who would seize the crown by force, I will teach you to fear God and to fear me! So much for this being a fair competition. How many horses do the Sanctists have in this race? Still, it's not over by far. The Luis supporters won't take this lying down. What cowardice, Crier! Where's Count Louise? All right, settle down. At this time, I can report that Count Luis has not applied to enter the tournament. Okay. What? He's not even entering? Then what becomes of us? Our entire purpose in this race was to get closer to him. Don't worry. He's definitely paying attention. He's only in second as it is, so we can't afford to ignore this whole production. Sit tight. I'm sure he'll make a move soon. All right, all right. For those Count Luis supporters, you might want to meet our next entrant. A rising socialite, a man of ambition, godless and fearless, the brash young warrior serving Count Luis, Gladel, the Black Hound. Ach, die Sau. Him? So he was one of Luis's men. The fallen king embraced Sanctism and all its holy tenets, and for what? He was nothing before Lord Luis. Look to the sky all you wish. No god can save you! What our country needs is power! Well, it's not quite all the contenders, but let's get on with the introductions. The great liberal merchant, it's Roger Ward. By war, by conquest, by right, it's Rudolph Krauss. In it more for the gauntlet runners than the throne, it's Lena Caden. Sure to be popular by pledging free drinks for life, it's Loveless O'Shea. Uplifting the beautiful and deposing the hideous, it's Milo Maurizio.
Wow. If we lose this, I think the country has some even bigger problems. Now, I do believe we have one final candidate. Ja, Do we wir. have an Elden boy present? Come on, let's see a face. What? An elder? Disgraceful. Is this the only way you could think to distinguish yourself? By the way, the ride you applied with still hasn't arrived. And if it doesn't show up by the time the noon bell rings, you're disqualified. All right? Hey! What's going on? That nitwit! What is he doing? So, contestants, are you ready? What? Last, I say! Wait! Found your behave! A land runner? It's quick! Wait, it's headed right for the... It'll crash! Whoa! Ja, so viel dazu. Den werde ich wohl nicht mehr fahren können. What the heck is that? Wonderful. So much for a first impression. What ho? Isn't she a marvel, chums? You dolt! You nearly brought down the cathedral! Have a care, you buffoon. 'Twas bad enough when Luis did it the first time. That feckless, shameless old fool! Not bad, kid. Guess you've got some interesting tricks up your sleeve after all. Right! I'd call that a full roster. Ladies and gentlemen, race across the land. Go! Prove yourself worthy and earn your crown. For the people, for the throne. Let the games begin! We must take to the road. Aber ich glaube, das sind genug Screenshots. Okay, das Ding funktioniert doch immer noch. It's incredible. Ja, es sind weniger geworden, scheiße. Just a sec. Hey, was ist mit diesem Ding los? Soll das etwa unsere Kutsche sein? Can you hear me? Soll ich einfach auf der Hauptstraße fahren? Die anderen scheinen das auch zu tun. Du bist genauso verrückt wie dieser Läufer. Danke fürs Kompliment, kleine Dame. Kannst du mir bitte die Koordinaten für diesen kleinen Testlauf durchgeben? Uff, was zur Hölle ist los? Let's see. Unser nächstes Ziel ist also die alte Schlossstadt Matera. Von hier aus liegt sie ziemlich weit im Süden. Okay, da müssen wir hin. Aber ich möchte gerne mal meine Aufträge erstmal angucken. Genau, das ist die. Da wollte ich jetzt als nächstes hin, in die Wüste. Let us hurry. Let's see. This place here. Let us hurry. Kann ich da noch gar nicht hin? Was habe ich denn noch für Aufträge? Genau, ein Pistolero. Ritter und Krieger. Ja gut, das ist die Hauptstory, aber ich kann doch nicht in die Wüste, echt nicht?
Oh, I smell trouble. Notfalls machen wir es halt einfach später, dann müssen wir jetzt wohl hier hin. Wow. 4 Tage und 3 Nächte. Spectacular. Ja, dann verfolgen wir jetzt erstmal die Hauptquest. This is amazing! I don't know a thing about gauntlet runners, but even I can tell this is a hell of a craft. I can hardly believe she's ours to drive. You're telling me, lad? Feels like ages since I've been out on the open road. This girl's been waiting long enough for her time to shine. So this is what you use to talk with the driver? Convenient, that. Look, old fellow, are you really on our side? You realize we don't have funds to pay you. Money? Ha! I'm not in this for the money, boy. What I want is a little gusto. What do you think, lad? Isn't this a rush? It is at that. Like riding the wind. That's the ticket. It's been so long since I've had a good chinwag. Brilliant, isn't it? Fantastisch. Yeah, it's amazing. You've a good head on your shoulders, boy. Yes, I can tell you're a sharp one. Where to, ladies? The world is our shellfish. You certainly are a different person behind the wheel. Hey, Hulkenberg! Can we get an explanation yet? That man is Neurus. An Ishkia, if 'twas not obvious from the wings. And despite everything, he was heir to a noble house and personal machinist for the royal family. What? He's a master engineer, of course, positively peerless. But as you can see, the runners get him a bit excitable. Er scheint auf jeden Fall ganz cool drauf zu sein. Gewölbe im Adelsbezirk. Neurus, are you there? I'm coming in. Even amidst all this commotion in town, I find you buried in your work. It's too much to do. As always. To business then. I must ask a favor. Would you be able to ready a carriage for me? No new commissions. No time for them. Ask another right. It is not a new one I require. Before His Highness disappeared, did you not accept a contract to build him a custom carriage? Without a formal owner, I reasoned that it must now lie unused. I was hoping I might borrow it. But pish and tosh, woman. She is for royal use and naught else. 'Tis an unreasonable request, I know, but I'd not be asking without a grave need. Might I at least see it? I mean, well, 'Twas specially made for His Highness, yes? Not a work you'd have sold off. Where lies it now? I've deadlines to meet, dash it. Off with you now. Leave me be. You've been acting stranger than usual. What ails you? Whoa! Oh, uh-oh. Good God. Is this a gauntlet runner? The very craft commissioned for His Highness the Prince? Even knowing His Highness was gone, still you toiled away. On your okay. You are an inspiration. Such nobility of purpose. Ich wollte noch mal gucken, was passiert, wenn ich den rechten Stick reindrücke. Yes. Right. However, for a craft meant for the royal family, it is rather excessive, isn't it? Did you really build this vehicle exactly to their orders? Ja, höchstwahrscheinlich nicht, so wie das aussieht. You
cannot mean. Well, at first, certainly. I followed the blueprints exactly. But then His Highness died, and... well, I couldn't just let the old girl waste away. A masterpiece like her? Collecting dust in storage? No! Unacceptable! I'm working toward a dream. And this poor old girl is going to help me see it through. You imbecile! A lowly, brazen court engineer butchering His Highness's inheritance for a hobby! For this mania! You embezzled the royal treasury and disrespected his legacy! Mercy, please! Look, take my head if you must, milady, but leave the Balliol runner alone. Look, this runner... 'tis fully operational now, is it? Then I suggest you cooperate, for both our sakes. Finish your tinkering by tomorrow and bring it to the Grand Cathedral as soon as you can. Eh? What's all this now? You play the proud soldier at me and then pluck it for your own schemes? 'Tis no scheme. I would use it for His Highness's sake. For His Highness, eh? Hold a tick. Haven't you been looking for him? Wandering across God knows where, last I heard. So if you're back now and now you want a gauntlet runner for His Highness? Is His Highness still alive? That's it! I've got you, haven't I? 'Twas His Highness who gave you refuge while you were only a heretical scholar condemned by the Sanctists. The time has come to repay His mercy. Understood. So war das also. Is that enough? Can this old duck really handle an undercover operation? I know what you're thinking, but 'tis at least true that he feels an undying debt of gratitude to the royal family. Pish and tosh, boy. A little faith. Not to brag, but this old duck's craft might be the fastest gauntlet runner in the kingdom. Why, probably the world. I think. Maybe. How encouraging. All I want is to push this runner as far and as fast as she can go. Show her off to the world. And you? Well, I presume you'd rather work together than have to walk, eh? I don't know about this, but I guess we'll just have to trust him. What do you think? Ich denke, wir können auf ihn zählen. I think we can count on him. If you're sure, I suppose. We'll deal with it if we have to. Either way, he knows the prince is alive, so we can't just leave him to his own devices. We're all in the same boat. Or runner, I guess. You lot can handle the fighting, and I'll handle all the driving and grease work. Just make sure you've got a proper plan for all this mess now. This guy's got no filter. But he has a point. We do need to talk strategy. So, summing up. Our first trial is to slay a monster. We take its head as proof, then get it to the goal line before the deadline. The bigger the head, the better. Our destination is Port Brilehaven, the capital of the Western Principality of Oceania. It'd be a trek on foot, but this gauntlet runner should make it a snap. So getting the bounty's head is our next move. And our target is a nefarious criminal who's been kidnapping and selling off children. Right? A criminal? Did the task not specify a monster's head? Don't worry, all part of the plan. We don't need to win this thing, we just need to get Luis's attention. Everyone's going to show up with monster heads, and we shake things up with a felon. A knight-turned-kidnapper at that. Shows them we're there for justice. But to deliberately violate the rules, we risk being disqualified entirely. Then again, 'tis just as likely to win the people's attention and thereby Luis's.
I do understand the intent. What do you think of this plan? Ich vertraue euch. I trust all of you completely. Good enough for me. A captain's got to trust his crew, after all. The bounty's Heismay, an ex-knight. I realize that's a little close to home, Hulkenberg, so if you'd rather hang back... No. His title is precisely why I cannot let his atrocities stand. And yet... 'tis strange indeed that we are hunting a mere man when the trial demands a monster. Then again, our true aim is beyond the ambitions of any other aspirant. Our fate rests in this plan of yours, Stroll. Thank you. I'll try to ensure your trust isn't misplaced. Wir schaffen das schon. Ich denke, das wird gut gehen. Es geht halt wirklich nicht darum, ob wir gewinnen, sondern ob wir von den meisten Leuten gemocht werden einfach. Feel free to use anything in the gauntlet runner. Even got a bathing room if you could use a wash. Ach, cool. Good to know. Hauptsache ein Scheißhaus. Yes. You needn't tire yourself out before we arrive. Well, I'm a tinkerer and not much else. All my fighting happens in the old workshop. But I'll take you wherever you're going for your sake and mine. After all, the wilds out there are no berry picnic. Oh no. It's a den of wild beasts and savage scoundrels. And we'll not get past it without days on the road together. So, if you need anything besides a steady hand on the wheel, give me a hoot. He's certainly an eccentric, but he doesn't seem like a bad person. We'll get used to him. Ja, ich finde, der passt gut zu uns. Zu unserer Gruppe. Fairnessläufer. Der Fairnessläufer ist mit Bereichen für verschiedene Aktivitäten ausgestattet, wie zum Beispiel dem Strategieraum, den Aufenthaltsraum und der Kombüse. Du kannst zudem vom Moors Standorten aus Akademia besuchen. Werfen wir zu einen Blick auf den Maschinenraum. Sieh dir unterwegs alles in Ruhe an. Oh, yeah? Ich war noch nie in einem Fairnessführer. Ich würde mir gerne mal den Maschinenraum ansehen. Gut, dann machen wir es doch als nächstes. Wow, das ist ein stattlicher Fairnessführer. Der Fahrer macht mich allerdings ein bisschen nervös. Ich quatsch schon mal mit unseren Kollegen hier. Eine Kutsche kann mit einem Fairnessläufer... Eine Kutsche kann nicht mit einem Fairnessläufer mithalten. Die Dinger haben ihren Ruf wohl wirklich verdient. Das Schütteln ist anders, als ich dachte. Ziemlich beschwerlich. Aber wenn ich mich einmal daran gewöhnt habe, wird es sicher eine schöne Reise werden. Das stimmt allerdings. So, was hast du zu sagen? Immerhin bietet der Läufer eine bequeme Reise. So exzentrisch er auch sein mag, unser Hofingenieur hat sich seinen Titel mehr als verdient. Allerdings mache ich mir Sorgen um das Innere des Läufers. Ich hoffe, er hat keine seltsamen Veränderungen vorgenommen. Die Karte zeigt die Umgebung unseres Zielpunkts Mattia. Okay, das ist ganz normal die Weltkarte dann. Ich frage mich, wo wir gerade wohl sind. Also wir können hier nirgendwo hinreisen. Aktuell zumindest noch nicht, aber ich denke, das wird später so sein. Wir sollten aber mal erstmal in den Maschinenraum. Nicht jetzt, es gibt Dringenderes. Okay, wir können also schon mal nicht aufs Klo. Hier ist die Kombüse. Ja, okay, ganz klar. Hier können wir kochen. Warte, war hier noch was? Lebensmittelregal. Nahrungsmittelvorfahrt für eine lange Reise. Und ich würde die Sachen lieber kochen, als sie so zu essen, wie sie sind. Dann schmecken sie besser. Und hier können wir schlafen. Okay, hier sind unsere Betten. Ah, wir schauen uns jetzt erstmal die Maschine... Oh, was ist das? Die Waschmaschine. Bin mal gespannt, was wir da machen können. Jo, und das Ding hat einfach ein Herz. Krass ist das denn? Ich frage mich, womit diese Kiste läuft. Ja, mit einem Herz. Jetzt sag nicht, das ist ein menschliches Herz. Oh, habe ich mich erschrocken. Das Rauf verläuft auch hierher. Das ist ein sogenanntes Läufertelefon. Die gibt's in jedem Raum.
Ich habe gehört, dass du dir Gedanken über die Antriebstechnik des Schmuckstücks gemacht hast. Die Fairnessläufer nutzen Maglerkristalle als Treibstoff. Früher war eine Reise durch die Wildnis lebensgefährlich, aber dank den hellsten Köpfen des Königreichs wurde der Fairnessläufer geboren. Die Beine des Läufers basieren auf denen einer riesigen Bestie. Selbst im schwierigsten Gelände gibt es keinen Impulsverlust. Ich habe diesen Läufer unter anderem mit Fokus auf das Tempo umgebaut. Noch einen Schritt näher an meinem Traum. Welcher Traum? Das ist eine lange Geschichte, die erzähle ich nur, wenn die Zuhörer für die nächsten Tage sonst nichts vorhaben. Ach, nicht so wichtig, vielleicht ein anderes Mal. Nun, vieles an diesem Schmuckstück ist noch in Arbeit, aber ich will ein paar neue Tricks beibringen. Freut euch schon mal darauf. Die Sonne geht bald unter, wir sollten also über ein Nachtlager nachdenken. Im Dunkeln kommen wir nicht weit und auch dieses Schmuckstück braucht mal eine Pause. Aktivitäten im Läufer. Die Reise geht weiter, wenn du Zeit im Fairnessläufer verbringst. Nutze die Einrichtung dort und erhalte Gegenstände, steigere Fähigkeiten und erledige Aufgaben, für die du in der Stadt nicht die Möglichkeit hattest. Du kannst kochen, lesen oder die Waschmaschine nutzen. Im Laufe der Zeit werden weitere Aktivitäten verfügbar sein. Okay, das ist schon sehr cool. Außerdem kannst du während der Reise Zeit mit deinen Verbündeten verbringen, wodurch sich deine königlichen Tugenden verbessern können. Letztendlich liegt die Wahl bei dir. Kommen wir hier dann runter? Ach, das ist ein Zünder? So einen Zünder habe ich noch nie gesehen. Ein Zünder, gewaltig im Vergleich mit denen der Armee. Soweit ich mich erinnere, benutzen sie Maglerkristalle als Brennmittel. Ah, und hier haben wir Moor. Da müssen wir jetzt aber nicht hin. Oh, was ist das? Ein Pinsel? Reinigungsgerät mit Griff. Dieses seltsame Werkzeug ist ein Reinigungszünder, den Neuras modifiziert hat, um Wind zu erschaffen, der wiederum Staub aufsammelt. Ziemlich raffiniert. Also ein Besen, das ein Staubsauger ist, oder wie? Ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber all das Heben und Bücken stärkt doch sicher deine Beine, oder? Wenn ich den Innenbereich des Fähigkeitsläufer reinige, wären mein maximalen TP-Stein. Okay. Das machen wir vielleicht später, ist auf jeden Fall cool. Neuras Forschungstisch. Vielleicht werden hier neue Erfindungen geboren, meine Güte. Kann man wieder nicht lesen. Da sind einige ungewöhnliche Gegenstände. Neuras persönlicher Besitz, denke ich. Diesen Duft bin ich noch nie begegnet. Ich weiß gar nicht, ob es nach Essen oder nach Kraftstoff riecht. Dann gehen wir erstmal hoch zum zentralen Flur, würde ich sagen. Neuras meinte, er hätte die Kombüse auf Vordermann gebracht. Hast du Hunger? Möchtest du was essen? Ich bin auch keine Meisterköchin, aber Stroll meinte, er wollte ein paar Rezepte ausprobieren, die er in der flüsternden Honigbiene gelernt hat. Ah, okay. Verwende den Kochtisch im Fairnessläufer, um eine Mahlzeit für dich und deine Verbündeten zuzubereiten. Der Verzehr der selbstgekochten Mahlzeiten kann verschiedene positive Effekte für deine Gruppe haben. Zum Kochen benötigst du Zutaten, die du kaufen, gewinnen oder einfach finden kannst. Du solltest möglichst viel experimentieren. Wenn du jede Mahlzeit zumindest einmal zubereitet hast, bist du vielleicht in der Lage, das ultimative kulinarische Meisterwerk zu erschaffen, okay? Wessen Handschrift ist das? Das sind Notizen zu 9 potenziellen Rezepten. Ah. Noch ein Haufen Rezepte. Wir kochen jetzt noch nicht. Wir schauen uns jetzt halt erstmal noch komplett hier um. Okay, er hält Neuras geheimnisvollen Vorrat. Wir gehen jetzt erstmal scheißen. Super. Okay, ich habe gedacht, wir können vielleicht jetzt irgendwo anders hin, aber es wird ja, glaube ich, noch keinen Sinn machen.
Na, was hier? Führt zum hinteren Ende des Läufers. Tut mir leid, aber ich muss mich jetzt aufs Fahren konzentrieren. Ich bin etwas aus der Übung. Komm doch am Abend vorbei, wenn du reden willst. Gut, da oben ist das Cockpit, da können wir noch nicht hin. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hoch, gucken, was am Ausguck ist. Oh, sind hier... Ah, ich dachte, weil hier gerade Gegner sind, das wäre cool, wenn man die irgendwie hätte angreifen können. Okay, keiner will gerade mit uns sprechen. Und wir können in der Küche, aber wir können jetzt nicht irgendwie die Gegner von hier angreifen. Vielleicht noch nicht. Vielleicht gibt es ja später eine Mechanik im Spiel, damit wir es können. What's this? Ein paar Zutaten, okay. Milch, Gewürze, ja, Milch und Gewürze. Aber ich möchte noch nicht kochen, weil hier gab es doch noch eine Aktivität. Hier. Hier waren wir noch nicht drin. Ein paar Bücher und wir können lesen. Wie man jemanden überzeugt. Das hat Neuros wahrscheinlich hier gelassen, oder? Bringen wir es ans Fenster, wenn du es gemeinsam lesen möchtest. Dann erhöht sich die Redegabe. Ja, wir lesen das Buch erstmal. Dieses Buch soll einem angeblich beibringen, wie man andere dazu bringt, einem zuzustimmen. Dieser Teil gehört zu den Grundlagen. Erste Eindrücke sind entscheidend, wenn es um Verhandlungen geht. Nun gut, das könnte durchaus wahr sein. Mit einem natürlichen Lächeln und bescheidenen Auftreten reißen sie die von einer Person erreichte Mauer ein. Setzen sie dann Schmeicheleien ein, um Schwachpunkte offenzulegen. Schwachpunkte offenlegen? Warum? Um die Oberhand zu gewinnen, würde ich sagen. Oh, ich verstehe. Es kommt mir etwas feige vor, aber vielleicht ist es wichtig, um sicherzustellen, dass alles nach den eigenen Vorstellungen läuft. Auf 4 Punkte in Reden, cool. Ich bin überrascht. Für den reibungslosen Verlauf von Verhandlungen kann sich ein rauer Umgang doch als hilfreich erweisen. Das ist bestimmt so wie in Persona, dass wir die mehrmals lesen müssen, um durchzukommen. As the scorching sun sinks below the horizon and the curtain of night falls over the land, protected within the stalwart hull of the Gauntlet Runner, the party gains a short, peaceful respite. Vielleicht kann ich ja hier auch in die Wüste einfach raus, das wäre gut. Lager einrichten. Nachts wird die weite Wildnis außerhalb der Stadt in tiefe Dunkelheit getaucht. Selbst mit einem robusten Fairnessläufer ist es unglaublich gefährlich, sich einen Weg durch das Land zu bahnen. Schlage stattdessen lieber an einem sicheren Ort ein Lager auf. Am nächsten Morgen kannst du dann deine Reise fortsetzen. Im Lager kannst du alle Einrichtungen des Fairnessläufers wie gewohnt nutzen und außerdem mit deinen Verbündeten in Erinnerung an die Reise schwelgen. Versuch's doch mal. Noch 3 Tage, bis wir Dingens erreichen. Matia. Unsere erste Übernachtung im Fairnessläufer. Ich bin ganz aufgeregt. Aber die Nacht ist lang. Wieso entspannen wir uns nicht zur Feier des Tages nicht mit jemandem? Das hört sich auch auf jeden Fall gut an. Ich würde sagen, das machen wir auch. Und ich werde aber erstmal speichern. Und dann gucken wir, mit wem wir die Zeit verbringen. So, ich komme auch sofort wieder.
Muss nur mal eben was holen. So, ich werde noch einmal das Spiel ein bisschen lauter machen. What now? Einstellungen, Audio. Test, Test. Ich lasse das mal hier so. Und dann gucken wir mal, wie das klingt. Das ist halt immer ein bisschen blöd. Irgendwie bei dem Spiel muss ich mit der Lautstärke den Sweet Spot finden. So, Handy. Ich habe nämlich noch mein Handy rübergeholt, falls ich noch eine Nachricht kriege. So. Und wir werden auch gleich weiterspielen. Ich mache halt auf jeden Fall noch einen zweiten Part. Wollten wir jetzt erstmal... Ich meine, mir schaut ja jetzt gerade keiner zu, aber ich wollte jetzt eine rauchen. Ne. Und ein bisschen mit euch einfach chillen. So. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt soweit ein tolles Wochenende gehabt. Ja, also meins war sehr entspannt. Ich habe gestern Persona 3 noch viel gespielt. Meine Freundin war halt auch da über nicht ganz eine Woche, ich glaube 3 oder 4 Tage. Haben wir halt viel zusammen gechillt und so, gezockt. War halt ganz angenehm. Und wir haben gestern zum Beispiel die ganze Nacht gleichzeitig Persona 3 gespielt, Reload. Sie auf der Xbox, ich auf PC.
Sie ist da schon zweimal durch oder so, ein oder zweimal. Und ich habe noch nicht mal einen Durchgang gespielt. War auf jeden Fall, hat aber auf jeden Fall gestern echt Spaß gemacht. Und ich bin jetzt im Dezember, also im letzten Monat quasi. Mehr oder weniger. Also ich bin relativ kurz vor dem Endboss. Und ich werde gucken, dass ich das die Tage. Ich werde gucken, dass ich das die Tage dann durchspiele. Ich habe mir damit halt echt Zeit gelassen mit dem Durchspielen. Und aus irgendeinem Grund hatte ich zwischendurch auch einfach gar keine Lust. Ich weiß auch nicht wieso, aber das hat man mal. Aber ich hatte das Original Persona 3 ja schon durchgespielt. Boah, aber der Endboss bei Persona 3, der war richtig scheiße. Weil ich wusste das halt auch nicht so beim ersten Mal. Was der für Statusfähigkeit macht und hab den halt fast tot gehabt und so. Und dann ja, dann macht er einmal Charme auf Yukari und sie halt den natürlich komplett. Boah, bin ich ausgerastet. Da habe ich erstmal Pause gemacht, so 1-2 Tage oder so, und habe dann angefangen zu grinden und auch Sachen gegen Charme auszurüsten. Dann natürlich auch geschafft, aber es war so frustrierend in dem Moment. So. Aber da macht man nichts. Ist halt so. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Spiel und der Ton jetzt beides vernünftiger klingt. Und ich kann ja mal gucken, solange Ausrüstung... Nee, war das hier? Nee, ich wollte gucken, ob ich irgendwo... Ach, hier. Ich wollte einfach mal gucken, was der Schwertmeister hat. Ich lese das mal eben. Zusätzlich zu den Angriffen, die mehrere Gegner anvisieren, besitzt er Fähigkeiten oder Fertigkeiten, die den Schaden von Basisangriffen erhöhen und den MP-Verbrauch senken. Oh. Ne, ich wollte nur angucken. Taumelsicher, Flächenhieb. Der sieht auch schon cool aus. Hieb ausweichen. Und was steht beim Krieger? Ah, okay, er ist auf einen Gegner spezialisiert, der Krieger, und der Schwertmeister auf 2. Aber ich brauche... Ah. Ich muss dann erstmal auf 20 den anderen haben. Ach so, genau, dann kann ich nämlich weitermachen, oder? Genau. Auch interessant. Naja, er bleibt jetzt erstmal beim Magier. This power.
Wie viele gibt es denn eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moment, ich zähle nochmal. 1, 2. Oder gibt es für jedes Gliedmaßen 1, so quasi? Wenn ich mich nicht verzählt habe, dann 14 Basistypen. Kann man das nicht auch einfach bei Anhänger gucken? Also hier habe ich nur 13. Ja, vielleicht, weil ich für den Sucher keine... oder was brauche ich für den Sucher eigentlich? Würde mich jetzt mal interessieren. More, okay. Und Suche auf 20. That is... Und More auf 3, okay. Schläger und Pistolero habe ich noch nicht. Frag mich, wann die kommen. Genau, sie ist ja Ritter erstmal. Ah, und man braucht auch für manche sogar Abschlussbedingungen, also mehrere, das ist cool. Automatische Ausdauer steigende Fertigkeiten. Ja, und der verbraucht halt Trefferpunkte für die Angriffe, das ist ja normal. Physische brauchen immer Trefferpunkte und magische halt immer MP. Die Stärke ist proportional zu den restlichen TP des Wirkers. Also ist die wahrscheinlich am Anfang sehr stark, wenn man, also macht die eher beim vollen Leben halt nur Sinn, einmal einzusetzen. Hält die Chancen auf Crit. Hat eine Chance, Vergessen hinzuzufügen. Aber es ist doch nicht am 10. Monat Ende, oder? Tag des Helden. Ja gut, sind ja noch 2 Monate wenig, obwohl nicht ganz 2. Nur 6 bis 10? Ja gut, kommt drauf an, wie lange die Tage sind, ne? Hört sich ja erstmal wenig an. Gut, Sonntag sind immer Schnäppchentage. Ich wollte eigentlich... Falsch. Mein Gott, wenn man Persona spielt und dann das, dann sind die Knöpfe immer so ein bisschen anders gelegt. Und ja. So. Aber ich würde sagen, wir machen mal weiter. So, dann gucken wir jetzt mal, was wir als nächstes machen. Wir quatschen doch erstmal mit ihm hier mit Neuras.
Das war ja mal eine Fahrt, was? Glatt wie Seide, prunkvoller als ein Palast, ehrfurchteinflößend, zu Tränen rührend. Auf jeden Fall. Dieser Läufer ist echt sündhaft klasse, aber Ehre, wem Ehre gebührt. Mein Herumwerkeln hat ihn gewiss zu dem gemacht, was er ist. Allerdings muss ich dazu sagen, dass dies alles mit einem kleinen, von mir aus gebastelten Mechanismus zusammenhängt, der verhindert, dass die Beine des Läufers im Sand versinken. Man müsste sich über das Gelände keine Sorgen machen, wenn er einfach fliegen könnte, aber das Problem verschiebe ich erstmal. Ruhe dich jetzt besser richtig aus, mein Gott. Ja, wir sollten vielleicht... Oder wir können mit ihm Zeit verbringen. Das würde Fantasie geben. Hat denn Hulkenberg auch noch was? Schauen wir mal. Ja, wir können auch einfach nur schlafen gehen, das will ich aber nicht. Hier. Ach, wir reden mal mit ihr. Well met. Ah, du bist es. Hast du auch so viel Zeit wie ich? Obwohl ich an das Reisen gewöhnt bin, habe ich meine Schwierigkeiten damit, Zeit totzuschlagen. Wenn dir der Gedanke gefällt, können wir ein bisschen plaudern. Er hebt auf jeden Fall auch Fantasie an. Ja, wir quatschen mit ihr da mal ein bisschen, würde ich sagen. Diese Macht, die in uns erwachte. In meinem Kopf schwirren so viele Fragen umher, aber ich will unbedingt mehr über diese Formen wissen, die wir annehmen können. Jede besitzt ihre Eigenarten, allerdings gleichen sie im Aussehen alle einer Rüstung, das stimmt. Was hältst du davon? Das ist cool. Certainly. Ich finde, dass es cool aussieht. I see. Mich fasziniert auch das brutalistische Design, dieser schroffe, raue Look. Damit meine ich aber nicht die Ästhetik. Meiner Meinung nach schließt die Rüstung die in uns allen tobende Kräfte ein, sodass wir diese Macht steuern können, als würde man ein Pferd an den Zügeln führen. Es heißt, dass die Magie verloren geht, wenn man sich seinen Ängsten nicht stellen will. So kommt es, dass man auf ewig nichts von der in sich ruhenden Macht weiß. Ah. Man muss nicht genau darum, die in uns ruhende Macht erweckt werden. Ach, muss nicht genau darum in uns die ruhende Macht erweckt werden. Und ist es nicht auch genau darum, dieser Zustand so ermüdend und kann nicht lange beibehalten werden? Der beste Beweis dafür ist mein unbändiger Hunger, den ich danach verspüre. Wir sind gut beraten, unseren Proviant sorgfältig einzuteilen. Alright. Und 4 Punkte Fantasie. Finde ich auf jeden Fall cool, dass wir die so auch aufleveln können. Es wird schon spät, aber wir müssen noch einiges besprechen. Daher würde ich gerne unsere Unterhaltung fortsetzen. Und wir kriegen Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Good morning. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Passagiere. Ich nehme an, die Schlafquartiere haben eure Erwartungen weit übertroffen. True. So winzig wie sie sind, hätte ich wirklich nicht so viel erwartet. Allerdings habe ich eine Frage. Wird der Wüstensand kein Problem für den Läufer darstellen? Denkt dran, das hier ist mein Schatz. Nicht ein Sonnenkorn wird in seine Nähe eindringen, das versichere ich dir. Außerdem werden wir diese trockenen Dünen morgen hinter uns lassen. Läufer sind echt klasse, nicht wahr? Eine Kutsche könnte sich nie so schnell einen Weg durch die Wüste bahnen, aber fahr bitte vorsichtig. Ja, Neuras? Wir werden Matera in 2 Tagen erreichen. Wir können mit ihr quatschen oder mit ihm. Mehr Weisheit oder Mut? Wir können ja mal ein bisschen Mut machen, ne? Das hatten wir schon lange nicht mehr. Oder überhaupt mal. Kochen sollten wir auch, aber ich beschäftige mich lieber mit den beiden hier. Hey. Hey Darby, gutes Timing. Ich war gerade dabei, meine Waffen zu warten. Komm doch mit, wenn du Zeit hast. Es erfrischt den Geist und bereitet auf den Kampf vor. Ja, machen wir mal. Gut, dann sehen wir uns mal deine Klinge an.
Got a moment? Vielleicht klingt das in deinen Ohren langweilig, aber in Zukunft würde ich gerne ohne das Schwert leben, wenn sich alles einmal beruhigt hat. Mir gefällt die Vorstellung von einer Welt, in der es weder Monster noch unsinnige Gewalt gibt und wo einem nichts geraubt wird. Und daher möchte ich eines Tages meine Heimatstadt wieder zu frühem Glanz verhelfen und nicht allein ihr, sondern allen zerstörten Orten. Hey. Was ist mit dir? Was willst du tun, wenn der Kampf vorüber ist? Ich habe dir meine Geschichte erzählt, also lass uns deine hören. Ich würde dir gerne helfen. Ich möchte dir beim Wiederaufbau helfen. Haha, ist das dein Ernst? Ich bin ehrlich gesagt schon erleichtert, das zu hören. Ich muss stärker werden. Selbst wenn das Dorf wieder aufgebaut wird, bringt es nichts, wenn es wieder von Monstern angegriffen wird. Ich möchte stark genug werden, um dieses Land von allen Monstern zu befreien. Ich kann es nicht einer feigen Armee und einem nichtsnutzigen General überlassen. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, so über uns selbst wissen wir so gar nichts. Bin mal gespannt, was wir von uns selbst, also von unserem Hauptcharakter, noch erfahren werden. So können nur die Schwachen töten, die sich ihnen entgegenstellen. Sie können nur die Schwachen töten, die sich ihnen entgegenstellen. Sie wollen ihre Leute nicht beschützen, genau wie Louise. Wir werden für Veränderung kämpfen. Look at that. Ja. So ist es. Aber wenn ich mir den Zustand der Armee ansehe, bin ich umso froher, dass du unser Primus bist. Ich bin bloß jemand, der bei deiner Mission mitlaufen durfte. Es ist nur recht, dass du das Kommando übernimmst, denn du bist der mit der Entschlossenheit für die Front. Hey. Ehrlich gesagt beneide ich dich manchmal, ohne zu zögern zu handeln. Wie kommt es, dass du so mutig bist? Auch ich schwanke. No. Ich verstehe, aber weißt du, ich glaube, die Tatsache, dass du dich nicht so sehr über Dinge aufregst wie ich, ist der Grund, warum du als Primus geeignet bist. Was auch immer der Fall ist, du hast mein Vertrauen. Ich werde in den kommenden Schlachten auf dich zählen. Am Ende wird der gewählte König König durch das bestimmt, was die Wählenden für Gerechtigkeit halten. Sie können sich frei entscheiden, aber das gilt auch für den Auserwählten. Ich bin gespannt, wer es am Ende sein wird. Alright. Wie dem auch sei, das Schwert glänzt wieder wie neu. Bringen wir das hier zu Ende. Die Pflege meiner Waffe hat meinen Kampfwillen gestärkt und ich habe nun mehr Mut. Alright. Oh, 1500. Das ist gut. I say, we could stop for a break. Zeit für eine Pause, Freunde. Da vorne ist was. Also halten wir hier an. Oh. Coming now into view is the Tree of Prophecy, a resplendent tapestry of color against the backdrop of the bleak desert. One theory is that the tree's roots gorge on the land's magla, and still another is that it gorges on those enraptured by its colorful foliage, as though themselves snared by the bewitching magla surrounding the tree. The gauntlet runner comes to a stop at its base. Da wären wir. Steigen wir aus und werfen einen Blick darauf. Baum der Prophezeiung. Oh, puh, sehr hübsch. Das? Als wäre die ganze Gegend rot eingefärbt. Nicht nur die Blätter. Certainly. Als Kind hatte ich ein Buch, in dem stand, dass es irgendwo einen großen Baum gibt, der die Farbe wechselt, um vor ungewöhnlichen zukünftigen Ereignissen zu warnen. Er warnt vor ungewöhnlichen Ereignissen? Und wie genau läuft das? Er steht mitten in der Wüste. Wie kann er zu so einem großen Baum herangewachsen sein? Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, aber es gibt in der Gegend eine unfassbare Menge Magier. Dann könnte es sich um ein magisches Wesen handeln, das sich vom Magier ernährt. Ich muss das zu Forschungszwecken dokumentieren. Neuros holte Papier und Pinsel aus seiner Tasche und begann, die Landschaft vor ihm zu zeichnen. Hey Neuros, warum kannst du eigentlich so gut zeichnen und malen? Hervorragend, ich bin fertig. Ich gebe dir die Zeichnung als Andenken. Du schenkst sie mir? Du möchtest sie mir wirklich schenken? Sicher, ich habe schon alles in
im Langzeitgedächtnis abgespeichert. Die Zeichnung brauche ich nicht mehr. Auch cool. Zeichnung des Baums der Prophezeiung. Ich habe die Zeichnung von Neuras erhalten. Sie ist so detailliert, dass sie die ganze Pracht des Ortes auch all denen demonstrieren könnte, die noch nicht dort waren. Hey there. Hey, was hältst du davon, sie Maria zu geben? So könntest du ihr eine nette kleine Geschichte von unserer Reise erzählen. Ah. Wenn ich das nächste Mal wieder in Grand Thread bin, sollte ich Maria diese Zeichnung geben. Huh? Ein magisches Wesen in Form eines Baumes. Da fällt mir ein. Sind Feen nicht auch magische Wesen? Ganz genau. Gallica ist da wirklich sehr nützlich. Ich kann sie auf unseren Reisen beobachten und mache so auch bei meiner eigenen Flugforschung Fortschritte. Was? Du hast mich die ganze Zeit beobachtet? Dazu hattest du kein Recht. Hör auf. However, da wir gerade vom Baum sprechen, ich habe gehört, dass es ein gutes Zeichen ist, wenn der Baum blau wird. Welche Anomalie diese Farbe wohl voraussagt? Oder vorhersagt? Ah, und mehr Weisheit. The Gauntlet Runner arrives in a quiet clearing, concealed by boulders, as darkness reclaims the wilderness for itself. Monsters run rampant in the wilds. To sleep here would be perilous, unless from within the safety of a Gauntlet Runner. The party, secure in their Gauntlet Runner, spends the night in peace, hidden from hungry gazes. Okay, Hulkenberg hat diesmal nichts zu sagen. Speaking of. Richtig, wir mussten laufen durch die Wüste. Naja, ich hatte Gallica. Fair point. So. Suche nach dem ersten Stern. Der Stern bewegt sich abends nach Westen und nachts nach Osten. Er ist mir oft zu Hilfe gekommen, während ich auf der Suche nach seiner Hoheit dem Prinzen war. Trotzdem habe ich nicht damit gerechnet, wieder auf eine längere Reise zu gehen. Und sie wird sehr lang. Wir sollten uns heute ausruhen. Also hier sehen wir ein paar Sterne. Also ein paar, die mehr herausstechen. Aber so viele jetzt auch nicht. Karte. Ich wollte einmal gucken, was wir noch machen können. Wir können höchstens... Oh, hier unten ist was. Ah, wir können mit ihr noch reden. Dann machen wir es doch mal mit Neuras. Oh, bist du das, Junge? Gerade rechtzeitig. Könntest du mir kurz zur Hand gehen? Ich wollte den Reaktor gerade inspizieren. So verworren und verschachtelt wie er ist, kann der Blick nicht schaden. Machen wir. Auch wenn es komplex wirkt, so ist doch jeder Apparat hier nichts mehr als eine Sammlung aus kleineren Teilen. Und wenn die vernachlässigt werden, geht das große Ganze kaputt. Darum werden wir sie heute alle einölen. Eine wichtige Aufgabe. Das verhindert Rost und Verschleiß. Und wie viel brauche ich denn dafür? Oh, das ist eine gute Frage. Bedecke nur die Kerben damit. Ich werde nur so viel nehmen, dass gerade die Kerben verdeckt sind. Ah, so macht man das, Junge. Alles ist perfekt eingeschmiert. Ha! So wird die Maschine gern behandelt. Anscheinend habe ich gute Arbeit geleistet und Weisheit bekommen. Alright. Das sollte reichen. Machen wir mit der nächsten Sache weiter. Und am letzten Tag können wir wieder was mit Hulkenberg machen. Da haben wir alle dreimal gemacht.
is it so bumpy? That'd be the change in terrain, lad. See, you got to let the suspensions get used to hard ground instead of soft sand. Must be nice to fly everywhere. Oh. What the? Did we just crash? Of course not. Ich glaube, wir wurden angegriffen, oder? A cannonade. Oh, shit. My star is rising! Ah! Sanctism will reign! It's them. Remember, from the opening ceremony. I think one of them is Guido, Forden's confidant, and the other is Luis's man, Gladel. Prominent candidates. Shouldn't the king's magic petrify them for their aggression? No, see where they're aiming. They're not shooting to kill, just to take out the opposing runner's legs. Sieht nicht so aus, als wollte einer dem anderen das Leben nehmen. Sie sind nur darauf aus, den Fairnessläufer des anderen zu zerstören. Stuck out in the wilds with no working runner. Whether they survive or not, they're dashed well out of the race. So 'tis a clash to hold each other's advance. Damned fools couldn't resist a show of force. Aber wir sollten einfach Over by abhauen. the legs. That crier is there too. I see. Acting as witness to the higher candidate's conflict. It seems Gladel cannot match Guido's firepower. Unser Plan besteht darin, Luis Gunst zu erringen. Können wir es uns leisten, Gladel im Stich zu lassen, wenn er einer von Luis Unterstützern ist? What's our plan? If we just hang back and watch, Godot's gonna win. And Forden gets a leg up on the competition. Boah, was machen wir denn jetzt? Das ist schon eine Entscheidung. Ich würde sagen, eigentlich besser, sich nicht einzumischen. Mal sehen, wie es sich entwickelt. How about we see how it plays out? No, I think we should step in on Gladel's side. I know, I don't like it either, but if we want Luis's favor, this might be the strategic play we need. Agreed. Okay. Let us ride to Gladel's aid. Aye. So viel dazu. Hey, hold on. You realize you're a no-name candidate, eh? If he wants to shut you out, he'll not have to aim for just our legs. It's a runner, isn't it? If things get too dicey, we'll just run. Didn't you say we had the fastest craft around? Fine. Suppose there's no room for caution if we want the world's eyes on us. Okay, then it's settled. Let's make sure he owes us big. There should be an external runner phone out there. We're here to help. Withdraw, Gladel. Who goes there? Why do you stand for Luis's forces? Well, sorry, can't get into it now. That gauntlet runner. You're that commoner candidate who destroyed the Grand Cathedral. Was that not enough? You would profane the sacred a second time. So be it. In God's name, be thou punished. Guido und seine Mönche haben das Deck geentert. Sieht aus, als wüsste er, dass die Magie uns nicht schützen wird. Er hat es darauf abgesehen, uns hier und jetzt zu töten. You dare interfere in my fight? Know your place. Is it fame you seek? You thought by confronting me, you might lift your own names. Then you chose the wrong opponent. I hate to interrupt, old egg, but it's a touch more complex than that. We of the Crown Theocracy's monk army have silenced all who would oppose the eminence of God. Your petty ruses are beneath me. Now you shall know how powerless you truly are. Das sehen wir auch noch.
Remember, the king's magic means we cannot move to strike Godot himself. Können wir Godot nicht direkt angreifen, Go okay? for his followers first. We'll thin their numbers and turn the tide. Go, my brethren! Put the fear of God into these impious commoners! Don't forget about the petrification magic! Ja, machen wir. Also wir greifen den mal nicht an. Die Mönche besiegen, ohne Godot zu verletzen. We're looking good here. Who needs igniters? I'll show you magic. Ach, ich habe gepasst. Ich wollte, weil ich Persona gespielt habe, wollte ich eigentlich Dingens machen. Analyse, genau. Looks like we can't brute force through this one. Give me your aid! Something else. This should do it! I will usher you to his side. I see you! Right. The power of Light 'em, healing. Hulkenberg! Vitus power. Light! Who needs ignite? I shall vanquish evil. The power of fire! What could you hope to achieve? Come at me! He knows we can't attack him. He's toying with us. For all that we strive for! I stand waiting. The power of healing. We need to figure out their affinities first. Ach, der ist ein anderer Typ. Ja, wir greifen den da mal an. Who needs igniters? Take this! Let's go! Take this! Is that all? What could you hope to achieve? Don't underestimate me! Du kannst direkt wieder Blade in hand. Strike me if you dare. alle auf dich ziehen. Know your place. I don't know their weakness. Wir können. Ja, Licht ist er auch nicht. Now, what's the power of wind? Okay, windresistent auch noch. I would lose nothing by conceding this fight. For the sake of my dear brethren, I must hold nothing back. Now, feel the righteous truth of sanctism engraved upon your flesh. Does this mean he's getting serious? Rise, my brothers. Ah, okay. This is nothing. Is that all? Ah, wir sollten uns noch mal heilen. Sanctism will reign. Hulkenberg's badly wounded. Someone heal her. Hulkenberg got them. Ah, perfekt. So, aber du musst erstmal heilen. We're not out of this yet. Thank you. Helpful as ever. I can't afford to hold back. Du könntest hier mal Wind auf den machen. I'll blow you away. Naja. By the sworn oath of knighthood. I see you. I will fight with Wish pride. we knew their affinities. Only one way to Let's find do out. this. Sanctism will reign. Delay the inevitable. Aber er darf mich doch dann auch nicht angreifen eigentlich, oder? Take this. Hulkenberg's in bad shape. She needs help. This should do it. Hulkenberg's guard is down. Hulkenberg got them right in their weak spot. Healer! With healing power. Twas needed. Behold I my don't know their power. weakness. Take this. Guess we'll just try what we've got. Sanctism will reign. This is nothing. Hulkenberg's badly wounded. Someone heal her. Sanctism will reign. Scheiße. Get her back up. Me.
Here. My spirit is Expose your unbroken. sins. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mach mal einen Autokampf, um zu gucken, wie die kämpfen. That's fine. I'll figure it out. I see you. Resistance is futile. Sanctism will reign. Nice Tenacious. one, Captain. Take this. Is that all? Strike true. Ich habe total vergessen, ja, dass ich diese Synthese-Attacken habe. Witness the power of Sanctism. Sanctism will reign. Only a flesh wound. This is nothing. Sanctism will reign. Still Badly stands. wounded. Someone heal her. Hold nothing back. My thanks. What's needed? I see you. Right in their weak heathens. spots. Sanctism will reign. Jetzt hat er mich doch getroffen und entweder verstehe ich das nicht, aber eigentlich müsste der doch versteinert werden, oder? Take this. Mich darf man doch dann auch nicht angreifen, weil ich nehme doch am Turnier teil. Go. Helpful as ever. Also unseren Hauptcharakter. I shall seize my chance. Naja, Videospiele-Logik. Take this. Badly wounded. Jo, der ist auch gleich tot. Is that all? Sanctism will reign. Ach, Kacke. Someone get him back on his feet. We're not out of this yet. I'm obliged. Stroll got knocked out. See you. Can anyone get him back on his feet? Flare. Chance. Sanctism will reign. Sanctism will reign. Delay the inevitable. Someone Don't heal her. underestimate me. Got them right in their weak Hold spot. nothing back. Thank you. Witness the power of Sanctism. Ja, das dürfte doch eigentlich gar nicht gehen, oder? Oder sehe ich das so falsch? Sanctism will reign. Look out. Is that all? Come at me. Stroll got knocked out. See you. Can anyone get him back on his feet? Tis yours. What's needed? Let's do this. Sanctism Vielleicht war das ja doch nicht so schlau, Magier jetzt mitzunehmen. Is that all? Take this. This is nothing. Stroll got knocked out. Can anyone get him back on his feet? Hold nothing back. Thank you. Sanctism will Is reign. that all? This is nothing. Sanctism will reign. Stroll got knocked out. See you. Can anyone get him back on his feet? Go. What's needed? Take this. Only a flesh wound. Is that all? Oh, not so easily. Na, die wird auch sterben. Sanctism will reign. Also ich glaube, ich werde den Kampf verlieren. I shall seize my chance. Take this. Ich lasse den Kampf jetzt einfach mal laufen. Moment. So, ich lasse den Kampf jetzt einfach mal laufen und ja. Nimm dann jetzt als nächstes, sag mal schnell, nochmal den Ritter da. In the end, a dream is fleeting. Ja, das stimmt. Das ging mal sowas von in die Hose. Wann ist denn der automatische Speicherpunkt? Ja, wir machen den mal. Und dann machen wir... Ah, ne, kann ich jetzt überhaupt umrüsten? Warte mal. What now?
Ja, kann ich. Du nimmst dann direkt mal den Krieger. In the name of justice. Und dann machen wir das hier nochmal. Oh. Spare a moment? Ah, jetzt habe ich nur einen Tropfen verwendet. Oh. Alright. Jetzt so 3 Punkte. Ach, ist egal. Now then. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Das können wir eigentlich überspringen. What's our plan? If we just hang back and watch, Godot's gonna... Let's give Glodella a hand. Good thinking. Agreed. Hi. You dare interfere? Is it fair? Don't forget about the petrification magic! Healer! Light! Expose your warriors! Probieren wir mal Häcksler aus. Ja, das sieht doch schon ganz anders aus. Und du pulst ihm ein bisschen. Strike me if you dare. I shall seize my chance. What could you hope to achieve? Don't underestimate Obwohl me. eigentlich, der wird ja sowieso nachher heilen. Da macht das doch eigentlich gar nicht Sinn, meine ganze MP jetzt zu verwechseln. Medica, nein. There's a better choice. Flare! In the name after me. Something else. Weißt du was? Greif einfach mal so an. You gotta aim better than that! This is nothing. This is God. That's all. Ah, shit. What could you hope to achieve? Only a flesh wound. Damn it! Falkenberg's guard is down! The Falkenberg got him right in power that of weak spot. healer! With healing power! Trust needed. Helpful as ever. In the name of justice. By the sworn oath. I see you! The power... Sanctism is supreme. Genau. I Ja, would ja. lose for the sake of now. Does this mean he's getting serious? Rise, my brothers. Is that all? Sanctism will reign. Falkenberg's Not badly yet. wounded. I won't Heal her. lose. So, du kannst direkt mal Are you prepared? mit Häcksler angreifen. I'll cut you down. Falkenberg's in bad shape. Let us fight help. as one. Let me help. Behold my power! Perfekt. Fight with pride! Healer! Dann kannst du direkt wieder We heilen. can do this! I'm obliged. My thanks. Behold my power. Hack and slash. Sanctism will reign. Nothing. Falkenberg's badly so wounded. easily. Someone heal her. Sanctism will reign. Delay the Nice one, inevitable. Captain.
Hulkenberg's in bad shape. She join with me. I'm counting on you. Na gut. Hulkenberg's okay. guard is down. Let's work together. Ach so, weil ich keine Züge mehr habe. Dann, 100. Let's try this. Thank you. Resistance is futile. Ach, und ihre Verteidigung ist unten, habe ich gar nicht gesehen. Only a flesh wound. This is nothing. Sanctism will reign. Hulkenberg's badly Ah, ätzend. Someone heal her. Du könntest... No. Warrior. I'll cut you Muss down. ich, was anderes sehe ich nicht. Hulkenberg's in bad shape. She needs help. Together. Perhaps not this. Knight. Not this one. Hm. Ich guck gerade, ob ich... Ach so. Ja, sie hat Verteidigung unten. Boah, soll ich das einfach mal machen? Just the thing. Witness me, brethren. So, und du könntest... Boah, was mache ich denn jetzt? Ich könnte sie noch mal heilen. Ich glaube, das mache ich auch. Take it. What's needed? Sanctism will reign. Und eigentlich müsste der doch versteinert werden. Ich verstehe nicht, wieso er mich angreifen kann. Weil er ist doch genau wie ich in diesem Turnier. Als potenzieller König. Ja, wir heilen dich gleich. After me. Something else. Warrior. Stroll. Is everyone all right? They've sapped your defenses. No sense in waste. Wish we knew their affinities. Only one way to find out. Blade in hand. Comrades, lend me your strength. Let me help. All Damn right. you. Meinem, Hulkenberg. Und vielleicht kann ich jetzt ja ein Item... Ne, er sollte heilen. Won't hold back. Oh, warte, ich hab... No. Moment. Lend me your strength. So. Strike true. With healing power. I'm obliged. Helpful as ever. Sanctism will reign. Take this. Look out! Is that all? Stroll. They've sapped your defenses. Warrior. Hack and slash. Ah, perfekt. So, the faithful are broken before you. Yet your desperate struggling is for naught. You cannot defy the inevitable. I am immune to all your wicked harms. Oh, he gets to do whatever he wants, and we can't even get near him. Ja, verstehe ich nicht. Bend the knee and yield to the divine truth of sanctism. Now, are you prepared for the end? Ah, I think not, you rotter!
What have you done to my gauntlet runner? We've nothing to lose. At the very least, I can thrash your old clunker until it's inoperable. This is a waste of my time. So be it. You'll face your divine punishment soon enough. Na, und da haut er ab. Phew. Finally, he took the hint. Hey! Get down here! What are you playing at? You think I owe you now or something? I would have been fine without your meddling. Sind Sie verletzt? Are you hurt? Of course I'm not hurt. Look, what are you after? Why, Gladell, surely you can spare some manners for a crew that saved our lives? Honestly, that got a bit ugly for my liking. Well, well, well. Do my eyes deceive me? Juna the songstress in the flesh. What brings you all the way out here? A little tryst on the road, is it? Nothing so saucy. I'm afraid this cad's just my chauffeur. Now please, darling, a little privacy, or I'll have to charge for an interview. Fair enough, miss. Fair enough. Nothing you're not used to. But consider me chastened and shooed. Besides, I might have found another angle here that's just as promising. You surprised me out there, love. You bested Godot. Wie der Opa da steht und die Juna angeiert. So you're not just a pretty face. You were more help than my useless driver, at least. Look here. However talented and famed a songstress she may be, you must remember to contain yourselves. Machen doch alle außer der Opa. Songstress? Wait, is she the same Nidia lady who sang at the opening ceremony? Aye, but that's... oh, blast it all, I can't take it anymore. I'd know this. Ah, ja natürlich, der interessiert sich ja nur für Maschinen. Yes, those are quality parts and no mistake. Luis really shells out for his own. By the crown, you can't be serious! She is Juna, the kingdom's greatest singer, the dulcet diva! Oh, this is preposterous! Surely I can't be the only one starstruck? Really? Also ist sie diejenige, die sie angehört. No one else wants to shake her hand? Well, then on behalf of this group, I... You're an interesting little ensemble. Wait, is that a fairy? A real living one? Where did you... Hey, up there! Oh shit. An airborne gauntlet runner. He's actually finished it. Boah, das Ding ist voll riesig. Jetzt sag nicht, das ist Luis. Oh, das ist Luis. My lord, Luis. How kind to provide a personal escort. So that's it. I thought it was strange that a candidate like Gladell got stuck playing someone's driver. But she was still the Sanctist's pick for the opening ceremonies? Guess even Forden's camp has to bend to popular opinion. My humblest apologies, my lord Luis, for this travesty, especially when you had graced me with the privilege of bearing the lovely Lady Juna. Glad to see Lady Juna's safe, at least. I could have crushed that churchman like a bug. And I would have if these insolent fools hadn't. I'm sure. Sorry, don't much care.
It would seem you had to clean up my associate's mess. I'd like to express my gratitude, but if I might ask, who are you? Wir sind mal ehrlich, ich bin ein Kandidat. I'm just another candidate. Indeed. Then we are both striving for the throne. One would think you commoners, but for the Lady Knight at your side. And you have a gauntlet runner. Most curious. What made you decide to enter the competition? Looks like he's more interested than we anticipated. This might be our chance, so choose your words wisely, okay? Boah, sollen wir es denen einfach direkt sagen? So, weil ich will dem Prinzen helfen. Boah, was können wir denn da antworten jetzt? Ich bin halt echt am Überlegen gerade, was sagen wir? Weil ich König werden will, weil ich den Prinzen retten will, weil ich ihnen helfen will, Graf Louis. Wenn ich sage, ich will ihnen helfen, dann wird er vielleicht misstrauisch. Wenn ich König werden will, habe ich ihn zum Feind, so oder so. Egal, wisst ihr was? Scheiß mal drauf. Wenn es um den Prinzen geht, müssen wir absolut stillschweigen fahren. Soll ich das wirklich sagen? Wisst ihr was? Ich will König werden. Also gibt's nur eine Sache, die wir sagen können. Weil ich ihnen helfen will. Ach, schade. I want to help you, Count Louis. Oh? You fight in my name, do you? Really now? So, you thought you'd step in for a little self-promotion? We want to help anyone in need. That's what we believe in. Anyone? Most interesting. However, my immediate needs are met in terms of sword hands. Oh, come now. Don't they have a certain charisma to them? Uh-oh. Why? I dare say I saw them use magic without igniter. Das ist blöd, dass die das gesehen hat und jetzt ihn sagt. Please, I know we can help you. We want nothing more than to see your vision realized. Oh, das muss für den richtig bitter sein, das zu sagen. You do know what that vision is built on, don't you? If you would claim yourself my ally, then prove your power before all the kingdom's eyes. You can't change the world without power, after all. If you can manage that, I'll consider your proposal. See you, loves. Don't think this changes anything. Come on, Hector! It soars like a damn bird. Right then. That could have gone worse. We were lucky we managed to connect with Luis this early. No thanks to that Glodell. Even should we be accepted, he'll be no ally of ours. Well, at the very least, Luis knows our faces. All we have to do now is avoid screwing it up. He wants to see our power, does he? Then let's find Heisme, bring him to justice, and show the nation we're a force to be reckoned with. As the chirping birds return to their nests, and the darkness claims its dominion, the Gauntlet Runner at last arrives at its repose, a place grown thick with trees. Are the sounds from between the trees just the leaves being caressed by the wind? Or are they the whispers of the beguiling beings of the dark? The party never has to find out, for they are safe within the Gauntlet Runner. Oh, damn it, blast! Did you
hear that? Ja, wer hat das nicht gehört? It's over. The end of the road. So ends the life of the genius engineer. Let's say we go check on him. Oh. Hey, nurse, you okay? Oh, you two. Terribly sorry. It's nothing, really. Du scheinst Probleme zu haben. Is there something troubling you? Ah, well, I suppose you could say that. It's just the runner, you see? She's in top shape, but I wanted to make her peerless. An absolute beauty, you know, top of her class. Something that would make even old Luis's runner look like a bally apple cart. I'd not be floundering so much if I just had a bit of spark. A spark? Yes, my girl. A spark of inspiration. A moment of epiphany. Like when I saw the lost relic. Verlorenes Relikt? Relic? Doesn't ring a bell. Ah, yes, context. They say that long, long ago, there was a civilization so highly advanced it was beyond all modern understanding. Automation ruled the day. People lived surrounded by machinery with no need to work. Legend has it that they lived lives of convenience and comfort, but somehow that civilization just up and disappeared. God only knows what happened to them. Sounds kind of far-fetched already. Hear me out, would you? The point is, once in a stretch, you hear about someone unearthing relics from those days of yore. Absolutely inscrutable to the layman, don't you know? But those in the know would recognize such a prize at a single glance. Hast du mal eins gesehen? Have you ever seen one of these yourself? Oh, yes. When I was but a young sproglet, there was this loony old inventor in my neighborhood, both quite brilliant and quite daffy. That old fellow only showed me his find once, but even seeing it lit a fire in me, like being struck by lightning. After that, it was like a boiling pot. Ideas, ideas, ideas rising to the surface. And my tinkering always came out marvelous. Some proper court engineer-worthy genius. Something about it utterly captured my imagination. The lost relic, I mean. Wow. You could try getting him to show you again. If only I could. That old fellow went back to his own hometown. That single solitary glimpse of the past was all I had. The old goat. He told me he'd leave me the relic in his will. Okay, so where's this guy's hometown? Oh, some tiny hamlet somewhere on the outskirts of Martira. A village by the name of Camiro or some such. Vielleicht sollte ich in Comero vorbeischauen, wenn wir in Martira sind. This one's important. Das machen wir auf jeden Fall. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Wir kommen also heute Abend in Martira an. Gut, schon bald sind wir von dieser verdammten Schaukelei erlöst. Erlöst? Jetzt bin ich aber beleidigt. Dieser Läufer hat dich eindeutig schneller hierher gebracht als eine Kutsche. Etwas mehr Dankbarkeit wäre durchaus angebracht. Entschuldige, ich bin dankbar, aber das lässt sich nur schwer zeigen, wenn einem das Mittagessen wieder hochkommt. Hindernisse wie gestern würde ich auch gerne vermeiden. Sobald wir in der Stadt sind, sollen wir uns mit Bahn treffen. Richtig? Dort gibt es bestimmt viele spannende Orte. Wir dürfen unser Ziel aber nicht aus den Augen verlieren. Departing the capital and barreling southward, the party's gauntlet runner at last arrives in the old castle town, Martira, where their client, Barden, awaits. The towering castle's stark walls stare down coldly upon its visitors,
The only question now is whether or not this gambit was the right move. Wollte ich gerade sagen, sieht voll trostlos aus. Not many people out. It's like everyone's afraid of something. Ah, you're here. I've been hoping you'd show up soon. I know it's been a while, but we pledged to help you. We'll not go back on our word. Glad to hear it. I'm sure Lady Joanna will also be pleased. Oh, your pardon. Lady Joanna rules this city. She's also a most holy sanctoress of the Sanctus Church. She lives there, in Criganti Castle. I take it the locals are hoping for His Eminence Forden to win the tournament? Aye, naturally. No sane and righteous man would want Luis on the throne. Speaking of, I heard there was a scuffle on the road between two candidates gauntlet runners. The criers say Forden's ally suffered the worst of it. Uh-oh. Ah, well, that's Luis's camp for you. I assume it was them, I mean. Some nasty characters at his heel, eh? Luis ist ein Tyrann. Luis is nothing but a tyrant. Yes. Such a... Captain, are you sure we can trust these strangers? These bounty boarders are always in it just for the money. Looks like his officer's not on our side just yet. Dinna be rude, Morris. They've come a long way for our sakes. Now, I'm sure you must be knackered from the journey. Let me show you to an inn. You can try our local speciality, perhaps. Ah, you've a local delicacy. Mm. It would be a welcome treat. You chaps go on. The old girl needs a bit of maintenance after carrying us so far. Can't that wait until you've eaten? Too much at stake, lad. Go on, don't worry, and I'll sort her out. Might well fix the bally waterworks while I'm at it. Come, everyone. This way. Is this some kind of smoked dish? Roasted larvae of the giant sandworm. Bratene Larven war. Speciality. Cooked to a delicate finish, just enough to preserve all the natural juices and flavors of the innards. Oh good. Larval innards. Das sieht so eklig aus. Tis a unique texture, to be sure, but the taste is divine. Exquisite. Ah, ihr scheint's zu schmecken. Hauptsache das. Completely serious, aren't you? Something the matter? Do try some of your own before it gets cold. Sieht super aus. It looks great. Come now, they're offering us fine hospitality. Yes, absolutely right. I'll be cheering you on. And, I'll see to the funeral plan. Ich habe kaum das Ding gebissen, als ich schon einen Spritzer von irgendwas spüre. Aber es schmeckt eigentlich gar nicht schlecht. How was it? Sometimes the insides can twitch a bit, but it's harmless, I assure you. Would that I had time to try more of your dishes, but... to business. Can you fill us in on the details of all these kidnappings? Aye. Our wee ones have been going missing for at least 6 months. All told, we're looking at 15 children now unaccounted for. And you think this Heismay is your culprit? I'm told he's a disgraced knight with nowhere else to turn. We've no proof, but the pieces fit. Seems to me that with nothing else to lose, he's gone rogue. For a man who claimed a knight's honor to stoop to such horrors. 'Tis unacceptable. We must end this quickly, for our sake and his own. If I recall the brief, it'll be quite a feat to even get near this Heismay. His hideout was in the midst of the Sandworm's territory, yes? Aye,
Well remembered. He certainly isn't going to make this easy for us. So, is Heismay's hideout way out here? Scheint so, ne? It's a camp, there's a runner. Let's see. And there's a campground. Let's Sandlager, Tier. let's see here. Nest des Riesensandwurms, okay. Also wenn wir hier lang gehen, müssen wir ja wohl, und dann kommen wir auch It's a campground. noch an einem Runner vorbei, an einem Here's where we are Fairnessläufer. now. Here's where Okay. we are now. Now that you mention it, I have to wonder how we can even survive out there. We've been chasing any lead we have, but we can't figure it all out. We're in over our heads. Halt schon mal unsere Belohnung bereit. I hope you'll have a reward ready. We're awful grateful to have you. And don't worry, we'll pay you what you're due. After all, we help anyone in need. That's why we've come this far. Inspiring words, young man. Now, I hope you're not full yet. We've a whole spread of other dishes for you. Oh, frittierte Gottesanbeterin vielleicht, das wäre mal was. Now this is the pride of the town. A fine sweetmeat made from the juvenile sandworm's entrails. Würmerinnereien. Together, I'm sure we can find a way to the stronghold without falling prey to those words. Now, please, dig in. Ja, ess mal, Stroll. Lass dir schmecken. Dieses schöne, matschige Geräusch dabei. Tis altogether different from the roast. Why, tis succulent as a mellow fruit. Another marvel. You must have gotten used to eating anything you had to out in the wilds, eh? I'll schedule a meeting with the Honourable Lady Joanna tomorrow. Please, rest your weary... If they aren't here, con a free meal out of us, that is. Now, let's go. Boah, ich würde sowas von hungrig ins Bett gehen, It's been a while. Exactly. Wir treffen die Frau gleich morgen früh, also sieh zu, dass du deinen Schönheitsschlaf bekommst. Ja, machen wir doch. Erstmal mache ich aber Folgendes. Und zwar, ich werde nämlich speichern. Und dann werden wir mal gucken, was die Alte zu sagen hat. Die, Königin. So. So langsam werde ich aber auch müde. Und ich würde sagen, dass ich den Stream hier mal so langsam dann beenden werde. Ich streame schon wieder 2,5 Stunden knapp. Und ja, ich werde dann auch mal so langsam ins Bett gehen. Ich würde dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein und bis dann. Tschüss.